Tesla bestätigt offiziell ein neues Modell für 2023, das Tesla Model 2. Und das womöglich sogar zum Kampfpreis. Willkommen bei Project Drive. Tesla oder besser gesagt Elon Musk ist ja mittlerweile bekannt dafür, Aufmerksamkeit zu erregen. Sei es das Tesla Roadster, das von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden sprinten soll und in der SpaceX Edition sogar in 1,2 Sekunden. Oder aber der Cybertruck, der mehr nach Mars Rover als Auto aussieht und voll gepanzert ist. Oder zuletzt das Model S Plaid Plus, das Reichweiten jenseits der 800 Kilometer erreichen sollte. Es werden häufig Superlative in der Elektromobilität auf dem Twitter-Account von Tesla gepostet, nur um sie danach zu verwerfen, weil die bestehenden Modelle schon gut genug seien. So zumindest im Beispiel vom Model S Plaid Plus, welches wir uns ja bekanntlich abschminken können. Man muss sich bei Tesla damit abfinden, dass Ankündigungen eventuell doch nicht so kommen wie versprochen. Ob es nun zeittechnische Gründe hat oder das Design geändert wird oder eben Leistungsstufen weggelassen werden. Man muss ihnen aber schon zugutehalten, dass das neue normale Model S Plaid das aktuelle Nonplusultra in der Autowelt zu sein scheint. Wenn man die vielen schon geposteten Videos auf YouTube dazu ansieht, wisst ihr genau, was ich meine. Allerdings lassen der Cybertruck und auch der Roadster lange auf sich warten. Der Roadster wurde schon vor mehr als 3 Jahren vorgestellt und der Launch immer wieder verschoben. Ähnlich verhält es sich mit dem Pickup. Und jetzt wurde für 2023 offiziell bestätigt, dass es sozusagen einen, Baby-Tesla geben wird. Das Tesla Model 2. Obwohl der Name noch nicht so wirklich bestätigt ist, liegt er aber doch sehr nahe. Deswegen lest ihr immer Baby-Tesla oder ähnliches, wenn ihr durchs Internet stöbert. Dieser wird in der Größenordnung zum Beispiel eines VW ID.3 angesetzt sein. Dieses Mal hat aber nicht Elon Musk persönlich das neue Auto bestätigt, sondern Tesla-Chef China Tom Zhu, was sehr ungewöhnlich ist. Das wäre fast so wie, keine Ahnung, wenn BMW ein Auto baut und ich würde das offiziell bestätigen. Kurz zur Gigafactory in Shanghai. Die wurde in einer Rekordzeit von weniger als einem Jahr fertiggestellt. Es ist Teslas erste Produktionsstätte außerhalb der USA. Mit dem Werk will Tesla seinen Absatz auf dem größten Markt für Elektroautos deutlich steigern und gleichzeitig Importzölle auf US-Autos umgehen. Die Gigafactory wurde mit chinesischen Krediten in Höhe von umgerechnet 1,62 Milliarden US-Dollar realisiert. Bei vollem Ausbau des Werks sollen in der Gigafactory jährlich 500.000 Autos vom Band rollen. Zunächst sind 250.000 Model 3 und 250.000 Model Y geplant. Wenn das Tesla Model 2 im Jahr 2023 auch global an den Start geht, so dürfte das kleine Modell nicht nur in China vom Band rollen, auch die deutsche Gigafactory wäre ein passender und moderner Produktionsstandort. Das kleine Tesla-Modell werde im neuen Research and Development Zentrum in der Gigafactory Shanghai designt, entwickelt und gebaut und das, wie gesagt, für den internationalen Markt. Das neue R&D-Zentrum ist übrigens nicht nur das erste Tesla-Entwicklungszentrum in China, sondern auch das erste außerhalb der USA. Kommen wir doch mal zu dem, was wir erwarten können. Das Model 2 soll den Einstieg in die Elektromobilität bei Tesla darstellen, welches aktuell ja noch das Model 3 ist. Apropos Model 3, der Baby-Tesla wird auf dessen Plattform basieren. Gerüchteweise soll der kleine Tesla mindestens über eine 50 Kilowattstunden Batterie verfügen. Dabei spielt die Reichweite für die städtische Mobilität mit dem Einstiegsakku kaum eine Rolle. Long-Range-Versionen mit größeren Batterien sind sehr wahrscheinlich. Wenn wir auf die Überlegung zurückgehen, dass das Model 2 auf der Plattform des Model 3 basiert, kann man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel der Radstand ein recht großer sein wird, zumindest für einen Kompaktwagen. Das bedeutet möglicherweise und klassenuntypisch viel Platz im Innenraum. Genaue technische Daten oder welche Leistung der Kleine haben wird, ist noch nicht bekannt. Wie würde euch ein Model 2 gefallen oder wäre so etwas absolut gar nichts für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Laut Musk werde der Baby-Tesla super cool, etwas Radikales wie der Cybertruck, das die Welt noch nicht gesehen hat und direkt ins Herz geht. Aha, jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Was aber sicher zu sein scheint, ist, dass es ein Steilhack haben wird, was durch ein Posting von Tesla im WeChat zum Anheuern von Design- und Entwicklungsmitarbeitern befeuert wurde. Das Model 2 soll einen Startpreis von rund 20.000 € umgerechnet haben. Um diesen hypothetischen Preis zu realisieren, müssen Produktionskosten sowie Batterienpreise gesenkt werden, was bekanntlich Jahre dauern könnte. Deswegen halte ich einen Marktstart bis 2023 zumindest für diesen Preis unrealistisch.
Naja, genau so ein Kompaktfahrzeug wie das Model 2 fehlt Tesla. Deswegen bauen sie auch eins. Mit einem preiswerten und kleinen Elektroauto könnte die Marke Tesla noch wertvoller werden, da nicht nur in China, sondern auch hier kleine Fahrzeuge wie zum Beispiel die Renault Zoe oder eben ein ID.3 sich wie geschnitten Brot verkaufen und die Leute genau das haben wollen. Hat halt nicht jeder was davon, mit einem riesigen SUV durch die Gegend zu fahren. Und das war die Preview zum Baby Tesla Model 2. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ich zu diesem Thema ausgraben konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.